Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir begrüßen euch zu unserem ersten Webinar bei unserem Sauna-Festival. Wir wollen uns vorab schon entschuldigen, falls es zu technischen Problemen kommt, falls alles noch nicht so optimal läuft. Wir geben wirklich unser Bestes, aber es ist das erste Mal. Ich würde uns gleich mit Tucker von Veilance connecten. Der ist auch schon bei uns im Zoom-Raum. Tucker stellt uns die Spring-Summer-Kollektion von Veilance vor. Und Tucker ist der Creative Director von Label und ist uns aus Vancouver zugeschaltet. Und ich würde jetzt direkt mal zu Tucker schalten. Hi Tucker, how are you? Good, how are you? Fine, thank you. Yeah, can you hear me? I can hear you. It's Great. that you're supporting us today, Yep. taking a bit of time. We just want to start to make it really quickly. Could you just tell us briefly something about the brand itself and where it's coming from? Yeah, so about Veilance. It's founded by Arcteryx in 2009. So Veilance applies this minimalist values and advanced technical construction to its line of climate control system. So it's something that outdoor brand, Arcteryx as an outdoor brand, we have a lot of knowledge and skill behind it. So the idea is how we can apply that in different end uses, such as everyday living. So based in Canada's West Coast mountains, Veilance engineers performance products for every interface and environment, thinking through that what people face throughout the season, hot and humid summer, like we are presenting today, to cold and wet winter, and providing solutions to each is our ultimate goal. Wonderful. And what was exactly the inspiration behind the Spring Summer 21 collection? Yeah, so we are calling this a zero gravity system. So it's designed for freedom of movement with a key focus on highly breathable, super lightweight materials. So Arcteryx has been known for like protection against wet conditions, cold conditions, but I think our goal is to really solving the problems that people face throughout the season, the year. So there are conditions that's like mixed condition during the transitional spring season to more of a hot and humid summer season. I know Berlin can be very hot and humid as well. So that's something what we are trying to solve. But then in adaptable silhouettes. So all the silhouettes are coming from classic icons. That's the starting point for us, but marrying with the technicality of our expertise. So this season, we are seeking to remove all the restrictions that come with dressing in warm to hot climates for spring, summer seasons. The driving principle in outdoor is to make gear as lightweight as possible. So enabling people to go further, faster. So you can experience, what you couldn't see before. So that's a very interesting area of exploration for us. So we are exploring how this concept can be applied to a daily wardrobe. So by shedding all the excess weight from our products while maintaining weather functionality, the wearer can better focus on their passion and pursuits. Okay, and sorry, one last thing. Finding in terms of like
we tend to like talk about, you know, artists that kind of influenced this work. This season, we are talking about the work of Thomas Saraceno, his aerosolar journeys. Actually, I saw his aerosolar journeys exhibit in Zurich on the way back from Friedrichshafen, maybe a few years ago. It was sort of a happy accident because I was like on the way back from Friedrichshafen, so I was taking the next morning's flight, but it was one of those moments that I woke up 5 minutes before the departure. So that meant I couldn't catch the flight and ended up spending a whole day in Zurich, which turned out to be the best thing in the world. Anyway, and then subsequently I saw his sort of a passive energy balloon structure that he installed in Miami while they were doing the Basel. But the idea of like, you know, imagining post fossil fuel world, what does that mean to breathe in that air? He's very looking into geopolitical issues and stuff like that. So he was one of the artists that we were inspired by. Okay, interesting. Interesting. Taka, one question. How do you develop the collections? Because I find it quite interesting. It's totally different usually to all the fashion collections we sell. I think your lead time is quite long, but would you tell a little bit more about how you develop like products and collections? Well, Mela, you know. So we go through a very extensive research and development phase to product testing. So from conception, like very, very at the beginning of conception to actually hit the floor, usually takes around 2.5 years to 3 years. So yeah, it's a long time, but some part of it, like we're actually trying to shift to be as architects. But yeah, the process, I would say the major, I mean, depending on where you work, most of the companies in North America, what designers do is they just sketch and pick wherever and send to offshore to get developed. But what we do is very hands-on engineering. So we build everything in-house with our, I guess, knowledge and skills. And so basically during the week, you build, on the weekend, you test, come back, think about what worked and what didn't work, and then implement. So that's the cycle. Yeah, and then what makes it so outstanding, I guess, because everybody feels in the end that you tested it like very, very long time. But Taka, how has Corona affected the way of the developing the collection? Have major issues with it, or yeah? Actually, so it is a interesting time, and because we are so hands-on and all the machineries are in the office, but I like this kind of time because there are more opportunities to change up things, finding out a new way to work. So with Veilance team from spring 21, actually, we adopted this technology, basically 3D rendering technology called Claw 3D. You might have seen some of the bits and pieces on the
what's that called? Instagram feed. And so what it does is, we concept it and we draft the pattern, and you can basically stitch up in this digital form, and then you can do a 3D fitting in this in digital. So we had this kind of virtual digital fitting with the team to review the design and such. So I think that yeah, things are evolving, and it hasn't like actually hugely affected how we operate in design, in terms of like, actually it kind of forced us to create more changes. Yeah, and just eliminate all the things that's not important. So what has been your biggest learning, or the biggest chances you see right now? Is there anything you would like to share with us? Women's. I think so. Veilance went into this kind of technical meets fashion type of marketplace with Stone Island and Acronym, 10 years ago, maybe over 10 years ago. And back then it was sort of a white space, and now there are more people coming into the space, whether on their own, or sometimes it's a collaboration between sports outdoor brands and high-end fashion brands. So it's a definitely interesting space. Where I don't see yet is this happy marriage between performance and, let's say, aesthetic in the women's side. So I think it's an opportunity where actually we can go in. So yeah, we are working on that right now for future season. And Mela is like when. Yeah. And last but not least, what is your favorite piece out of this collection? Oh, I really hate is a strong word, but strongly dislike people ask me that question. So it's almost like if you have multiple children, like asking you to pick a favorite child. There are a lot went into every single product. So it's hard to say, but few things. We have this Gore-Tex bucket hat coming. I think that style with partition looks very, very awesome. I think it's best protective bucket hat in the market with the draw code adjuster in the back. So that's something that bucket hat often doesn't really solve the adjustability. But anyway, that's one. And Hayden LT, which is kind of wool, performance wool. So there's a 3-piece suiting. So there's blazer, trousers, and instead of like the traditional vest, we did this kind of a short sleeve shirt. I think that suit is very strong, and we actually have a lot of newness this season. So I just wanted to quickly go over. And then Coin IS. So IS stands for insulated. It's a ultralight insulation package that's great for transitional seasons. And then Spear
LT using this signature TerraTex fabric. So there are 3 new styles: the jacket and the hoodie, and the pant. So what's most exciting to me in this capsule is that the pant, like we have a little bit more relaxed, straighter leg. So Veilance has been kind of very trim, very slim, but this one is definitely more relaxed, and I'm very excited about that. So yeah, as we get into women's, we need to play around with, I guess, fit, silhouette, proportion type of thing as well. And then deploy jacket. So this is kind of outdoor sidewinder jacket inspired. So the center front zipper is curved, and the fabric we're using lightest weight 3-layer Gore-Tex technology, 13 denier seen it. And actually we've adapted this before Outdoor did. So I feel quite good about like us really leading the innovation. And what else? Oh, demo. So we have this new demo capsule. We updated the textile with what we call it air shell. So there's a Gore-Tex, waterproof shell. Arc'teryx has been known for soft shell, wind shell. So both of them are weather resistant. But there's this new concept of air shell, which has much higher breathability, so you don't get overheated in a hot and humid climate, but it protects you against elements, basically. So very exciting, using 15 denier double weave. So it's very nice next to skin as well. Excited about the colors, how they came together. What else? Yeah, those are cool. Sorry, it was long. No, we don't want to spoil it too much right now, because Anna will show us now on the model our favorite looks out of the collection. So it's like everything on it actually. And I will take it over to Anna, and she will now explain our customers in German the collection. So thank you very much, Taka, for joining us and telling us your stories. Thank you, danke schön. So, die Anna kommt jetzt und wir haben 2 Models, die eben jetzt unsere Favorite Looks aus der Kollektion zeigen, und viel Freude dabei. Ach, und was ich noch vergessen habe: Wir zeichnen dieses Webinar auf. Das hätte ich eigentlich zu Anfang sagen müssen. Wenn ihr das nicht möchtet, müsstet ihr rausgehen, aber ihr seid weder mit Ton noch mit Bild zu sehen. Wir verwenden es danach tatsächlich nur zu Schulungszwecken. Bis dann. Danke, Mella. Daniel hat die Pion IS Jacket an, und die Taka gerade schon so schön erklärt hat, die ist komplett geschützt und auch wasserabweisend und ist so isoliert, dass man auch wirklich da drin, also frieren tut man nicht. Und genau, was auch total schön verarbeitet ist die Taschenführung hier vorne. Das sind 2 verdeckte Taschen, wo man dann auch ganz entspannt Hände reinlassen kann. Genau, mit Reißverschluss auch, damit da auch kein Wasser reinkommen sollte. Und
Genau, magst du dich einmal umdrehen? Genau, so sieht sie von hinten aus. Klassisch geschnitten, schließt so kurz über den Po ab und magst du dich umdrehen? Dankeschön, machen wir sie mal auf. Genau, darunter hat Daniel unser klassisches Poloshirt an, mit der Merino-Wolle, was man auch mit dem Reißverschluss easy auf und zu machen kann. Die Hose, die Daniel trägt, genau, danke. Das ist die neue LT-Pen aus dem neuen Anzug. Und aus dem Lightweight Performance Tool konstruiert. Die Hose hat einen aerodynamischen Fit. Es hat eine Beschichtung drauf, dass es leicht wasserabweisend ist, was auch total cool ist. Und genau, dann ist es auch atmungsaktiv und ja, ihr habt halt so diesen lockeren Fit. Mag ich einfach umdrehen. Genau, von hinten habt ihr auch nochmal 2 Taschen, die verpasst sind. Und wer möchte, kann auch einen Gürtel drauf tragen. Genau, zu den Farben ist zu sagen, dass alle Teile im Dope Dye gefärbt sind. Das bedeutet, dass die Teile nicht einzeln gefärbt werden, sondern die Garnwolle wird im Ganzen gefärbt, was viel weniger Wasser verbraucht und so nachhaltig ist für den Planeten. Genau. Danke, Daniel. Sebastian hat unseren klassischen Mantel an, und zwar den Partition LT-Code, der ein 3-Layer Gore-Tex-Finishing hat, der ist komplett wasserabweisend, der ist windgeschützt, und durch den verdeckten Reißverschluss habt ihr auch da die Sicherheit, dass kein Wasser reinläuft. Ihr könnt es auch hier oben am Kragen mit einem Druckknopf verschließen. Und genau, der Reißverschluss, was total cool ist, den kann man die beiden Seiten öffnen, also je nach Bedienen. Und ja, ihr habt 2 verdeckte Taschen hier an der Seite, auch mit einem Reißverschluss verarbeitet. Und mag ich einmal umgehen. Genau, von hinten klassischer Schnitt. Ihr habt noch hier den Schlips für Bewegungsfreiheit. Und das mag ich umgehen. Und das Accessoire, was der Trick ist, ist das Secret Toe. Und zwar ist die auch komplett wassergeschützt. Ihr habt die verklebte, ihr habt die verklebte Naht hier, also da kommt wirklich kein Tropfen Wasser rein. Und da kann man sie eben auch, wenn man möchte, über der Schulter tragen. Passt auf jeden Fall auch genügend rein für den Stauraum. Und magst du noch einmal die Hose zeigen? Genau. Und Sebastian hat auch die neue LT-Pen an, in der zweiten Farbvariante in dem Grau. Und genau, magst du noch umlegen? Gleiche Attribute wie gerade eben bei der Runde, die gar nicht so zeigt. Genau, was noch zum Mantel ganz schön ist zu sagen, also das ist Carry-Over-Style, den wir im Sommer und im Winter in den Kollektionen haben. Und ja, danke für was. Daniel hat die Pionenweste an, und zwar ist sie auch zwischen mal die Jacke, die ist super isoliert gegen Kälte, aber auch gleichzeitig atmungsaktiv, ist ein super Layering-Teil. Ihr habt die versteckten Taschen auch wieder mit Reißverschluss, zur doppelten Absicherung von hinten. So aus, ist eher körperanliegend, genau. Und darunter ist dann ein neues Poloshirt, das wir diese Saison drin haben. Und zwar ist das, hat hier ein Taschendetail auf der Brust. Genau, für vielleicht den Haustürschlüssel. Und eine verdeckte Knopfleiste. Und ist wieder mit den Druckknöpfen, genau, die sich auch bis unten durchzieht. Und dazu trägt Daniel wieder die helle
der T-Pen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und genau. Danke, Anne. Sebastian hat jetzt das komplette Anzugkomplet an, bleiben wir in der Personalität. Und zwar ist das der neue Blaserschnitt in die Form, den Taka euch auch schon gerade vorgestellt hat, einer seiner Kunden. Und ja, was ganz schön gemacht ist, genau, klassischer Schnitt. Ihr habt hier auf jeden Fall auch genug Weite, da kann man also auch das runterziehen. Und dann habt ihr die verdeckten Taschen. Genau, ihr habt 2 Knöpfe, die ihr nutzen könnt, und was auch noch ganz schön gemacht ist, ihr habt hier noch eine Innentasche. Genau, und da hinten sitzt der Blazer wie folgt. Und ihr habt dann hier noch den Schritt, maximal noch mit. Genau, und da haben wir dann jetzt in der gleichen Farbe, in der gleichen Performance-Tool, die passende Hose und das passende Kurzarmshirt dazu. Genau. Auch mit dem schönen Taschendetail von dem Reißverschluss und ja, cooler Look. Genau. Und was auch ein ganz schönes Detail ist bei genau, zur Seite drehen so ein bisschen. Genau, also auch die Taschen sind super verarbeitet, dann hinten am Po habt ihr hier auch das Kasseldetail, das ist dann auch nochmal farblich abgesetzt, im dunkleren Stoff. Und ja, Dankeschön, Sebastian. So, Daniel hat jetzt einen Look aus unserer Running Capsule an, aus der Fast and Light. Und zwar, das ist die Dendo Jacket. Und ja, also prinzipiell für der Fabric-Konstruktion aus Nylon gefertigt und ist komplett atmungsaktiv konzipiert. Also das sind wirklich Sachen, die auch für High-Performance-Aktivitäten benutzt werden können. Und genau, es ist auch recht wasserabweisend. Ihr habt wieder die Pakete, dass da auch wirklich nicht durchkommt und alles perfekt hält. Und dann habt ihr genau, Dankeschön, wieder den verdeckten Reißverschluss. Und was auch ganz schön gemacht ist, hier habt ihr auch wieder die Taschen mit dem Reißverschluss. Genau, mach ich einmal um. Und so sitzt dann die Jacke von hinten. Und darunter hat unser High-Performance T-Shirt, Syrian-Shirt an, was auch, genau, aus. Ja, was auch einfach wirklich für den Sport konzipiert wurde. Also das trocknet super schnell, das atmungsaktiv. Ja, genau, von hinten sieht es folgt, was ihr habt dann hier auch immer nochmal den extra Besatz. Das ist auch immer noch eine ganz schöne farbliche Absetzung. Und dazu trägt dann unsere Seek Com Shorts, auch aus der Running Capsule aus der Fastenseite. Und was total cool ist, also ihr habt hier auf jeden Fall 2 Taschen, einen Reißverschluss vorne ohne Reißverschluss, und zu dem Fabric ist zu sagen, dass ja, also ihr könnt die Shorts zum Sport anziehen und dann einfach mit Wasser schnell auswaschen, trocknen lassen und quasi direkt wieder reinspringen und zu einem Lunch gehen. Genau. Ja, danke schön, Daniel. So, wir bleiben in der Produktgruppe von der Fast Light und Sebastian zeigt euch gerade den Dendo-Coach, ja, der auch das atmungsaktiv Wasser abweisen Nähte. Und was ganz cool ist, ihr habt hier einen Kragen versteckt.
eine Kapuze, falls nötig. Genau, so ein kleines extra Add-on. Dann habt ihr hier vorne wieder so ein bisschen Känguru-Taschen, wo man die Hände ablegen kann. Und ja, von hinten ist der so geschnitten, der wieder eine spitze Bewegungsfreiheit, ist auch ein super Layering-Teil und natürlich auch was in der Farbe, in unserer Saisonfarbe. Und ja, dazu das Unterschied, Sebastian. Nochmal einen neuen Poloschnitt, genau auch in saisonaler Farbe mit der verdeckten Reißverschlussleiste wieder. Und dazu, hast du einmal noch schon behalten, hat er unsere Seek Compound an, die gleichen Attribute mit wie Shorts, also die sind auch atmungsaktiv, dann leicht Wasser abweisen und was auch total cool ist, die ist halt mit dem Zug. Also man kann einfach rein rausschütten, die Laste liegen. Und ja, magst du nochmal umgehen? Ja, und so ist es von hinten. Danke, Sebastian. Daniel trägt unsere Bomberjacke in der Kollektion, die nennen wir es. Und zwar habt ihr in dem Sinne einen klassischen Bomberjackenkragen, der aber hier eine Handschrift, was den Kragendesign betrifft, mitbringt. Und dann habt ihr die verdeckten Taschen vorne mit Reißverschluss. Dann habt ihr hier das schöne Bündchen, ist halt auch schön farblich abgesetzt. Die Jacke ist wasserabweisend, atmungsaktiv und ist wirklich auch ultra leicht. Also quasi nichts, ist also ein super Teil für unterwegs in der City. Und ja, magst du aber umdrehen? Genau, und es ist dann auch schön. Hier so ein bisschen Volumen hinten, wie es bei der Bomberjacke sein soll, aber auch Platz, um was runterzuziehen. Und dazu hat Daniel unsere zweite Shorts in der Kollektion an, die Voronoi Shorts. Die ist auch leicht wasserabweisend, macht, genau, ihr habt die Details, dass man einen Gürtel drauf tragen kann, also ist auch normaler Hosenverschluss und Reißverschluss. Und ja, genau. Danke, Daniel. So, Sebastian zeigt euch jetzt nochmal unsere Wohnneugend. Und zwar ist es genau, passend zu den Shots, die wir gerade gesehen haben, ist sie auch atmungsaktiv, dann leicht wasserabweisend, die hat einen ergonomischen Fit, also passt sich wirklich den jeweiligen Beinen von dem Träger an, was total spannend und cool ist. Und dazu trägt Sebastian, kannst du das hören? Trägt Sebastian nochmal das coole Shirt, was wir gerade schon an haben. Und genau, was hier noch ganz schön zu sagen, das macht mich auch, dass wir auch wirklich hier wieder eine schöne Linienführung haben, hinten am Rücken. Und dass es einfach auch nicht körperbetont sitzt, sondern man atmen kann in den Produkten, die sind auch atmungsaktiv. Und genau, und dann haben wir auch noch dazu den passenden Blazer, den zeigen wir auch noch als kompletten Look dazu. Genau. Und bei der Hose, was man dann natürlich auch variieren kann, ist, man könnte, also wenn es ein lang ist, kann man die natürlich auch hochkrempeln, dann magst du noch mal ein Stück zurückgehen, dann könnt ihr das vorstellen, je nachdem, wie es einem beliebt. Genau. Dankeschön, Sebastian. So, Daniel zeigt euch jetzt ein neues Kollektionsteil. Und zwar auch in der
Fast Light und Running Tasche, das ist dieser selbe Pulli, der diese dazu bekommen ist und was total cool ist. Man kann den an der Seite aufmachen. Genau, dann habt ihr quasi die Taschen vorne, sie haben Reißverschluss, atmungsaktiv, wasserabweisend, ihr habt die Nähte und man kann es wirklich nach dem Sport direkt überwerfen, wenn man verschwitzt ist und man fängt sich keine Erkältung ein, weil das einfach so gut isoliert. Und ja, magst du noch einen Hinweis? Ja, von hinten auch sehr gerade und klassisch geschnitten und dann hat dann dazu wieder unsere Sequin Content an, die auch genau einfach für High Performance konzipiert ist und jetzt auch gerade genau in der Farbe, die Grau, wie Taka schon gesagt hat, ist ja von Arrow Seduction inspiriert worden hat. Ja, in dem Grau auf jeden Fall auch schön übersetzt auf die Kollektion. Danke, Daniel. So, Sebastian hat jetzt nochmal den kompletten Look von unserem klassischen Blazer LT an, der innerhalb der Kollektion ist in der originalen Farbe, Ice Grey. Und genau, was bei dem Blazer total schön ist, der ist erstens atmungsaktiv konzipiert und ja, hat auch dieses Finishing, das ist wasserabweisend ist, gleich, ihr habt die verdeckten Taschen gefunden, die auch nochmal abgesetzt sind in der Verarbeitung und dann habt ihr Knöpfe von dem Verschluss und hier vorne auch wieder eine Innentasche und genau maximal hin. Und hier den Schlitz für genug Bewegungsfreiheit. Und darunter trägt Sebastian auch ein neues Funktionsteil, und zwar die Kion-Weste, die genau die anderen Teile aus der Hose auch wärmeisolieren konstruiert. Das ist ein super Layering-Teil. Und genau, dann gibt es zu dem Blazer noch die passende Hose, das ist die Büro-Neues, die wir vorhin schon noch einmal gesehen haben. Ja, danke. Und Daniel zeigt euch jetzt den letzten Look. Und zwar ist das unsere Raum-Jacket. Die ist aus einem Gore-Tex Shake Dry Material konzipiert. Und man kann sich das wirklich sprichwörtlich so vorstellen, dass wenn man die trägt und es regnet, der Regen prallt davon ab, beziehungsweise man kann die Jacke auch trocken schütteln. Und ja, die Jacke ist ultra leicht konzipiert, die wiegt nur 180 Gramm und kann man auch ganz klein zusammenfalten. Die kommt dann auch mit so einer extra kleinen Tasche, weil es einfach auch ein perfektes Produkt fürs Reisen ist, wenn man viel unterwegs ist. Es muss halt einfach kein Plastik sein. Und ja, ihr habt vorne die zwei Taschen. Ihr habt natürlich die verklickten Nähte, der Reißverschluss ist verklebt, da kommt kein Tropfen Wasser durch. Mag ich einmal umgehen. Und dann habt ihr genauso von hinten. Ihr habt den Hoodie für den Fall der Fälle. Und ja, danke schön, Daniel. Vielen Dank, Anna. Gibt es denn noch Fragen? Haben wir denn Fragen im Chat oder hätte jemand Lust, direkt über Ton, gerne auch über Bild noch eine Frage zu stellen? Jetzt habt ihr die Sales-Experten hier. Ich sehe, kommt noch nichts rein. Wir können auch gerne mit euch vereinbaren, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auf unserem Show mit Berlin vorbeikommen. Ihr könnt gerne auf unserem neuen Show in München vorbeikommen oder ihr könnt auch im Chat mit Anna rufen. Ja, schreibt uns einfach eine E-Mail, ruft uns an. Wir freuen uns sehr, wenn euch die Kollektion auch so gut gefallen hat. Danke, dass ihr dabei wart und uns unterstützt habt durch eure Anwesenheit. Wir machen morgen weiter mit unserem Order-Festival. Morgen kommt es ja mal an.
17 Uhr und morgen 11 Uhr haben wir den Talk Fashion Council Germany. Ihr könnt euch alle noch akkreditieren. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und das Allerwichtigste, wenn ihr Feedback für uns habt, was euch gut gefallen hat, was euch weniger gut gefallen hat, schreibt uns das gerne jetzt direkt in den Chat oder auch danach. Bis dann, macht's gut. Ciao. Danke, ciao.